Wer mich auch nur ein bisschen kennt, der weiß, dass ich Fan der Band Tool bin. Und da ich selber Gitarrist bin, möchte ich natürlich so nah wie möglich an den Sound von Tools Gitarristen Adam Jones rankommen, wenn ich spiele. Was man dann natürlich braucht, ist die passende Gitarre, Verstärker-Kombos, Effektgeräte und so weiter. Und ich bin echt scharf auf die 79er Gibson Les Paul in Silverburst von Jones. Ende 2020 war es dann endlich soweit, dass Jones in Zusammenarbeit mit Gibson 2 Modelle seiner Gitarre rausbrachte. Wobei die günstigere Variante bei $6.000 startete und die signierte bei ca. 10.000. Und das kann ich mir nie leisten. Auch wenn Adam Jones mit seiner Arbeit als VFX-Artist in Hollywood und natürlich auch mit seiner Musik ein Riesenidol für mich ist. Und deswegen habe ich beschlossen, meine ganz eigene Adam Jones Signature-Gitarre zu basteln. Als Grundlage nehme ich die 2020er Epiphone Purple Burst in Wallen-Optik mit Mahagoni-Body und Hals und einer Ahorndecke. Und eine offensichtliche Sache fällt natürlich als allererstes auf. Sie ist lila und nicht, silber. Das Problem ist, dass das Silverburst Finish sehr beliebt ist und ich möchte ja immer noch irgendwie low budget bleiben. Als ich die Purple Burst gesehen habe, sind bei mir irgendwie Erinnerungen wach geworden. Springen wir einmal 12 Jahre zurück, als Nintendo DSs noch cool waren. Und damals gab es dieses schicke Spiel hier, Guitar Hero on Tour für den Nintendo DS. No, das Spiel wird nicht erkannt. Der ist es. So, und wenn ich mich recht erinnere, habe ich da so eine schicke Les Paul. Und man erkennt es vielleicht schon ganz bisschen. Es muss eine Purple Burst werden, weil ich die halt schon seit der Kindheit... Oh Gott. Es musste die Purple Burst werden. Da ich leider keinerlei Erfahrung im Umbau von Gitarren habe, schnappen wir uns auch das gute Stück und fahren zu jemandem, der da Ahnung von hat. Hey, ich musste leider feststellen, wie ihr gleich hören werdet, dass mein Ansteckmikrofon und mein Bart sich nicht sonderlich gut vertragen haben. Deswegen klingt das jetzt scheiße. Ich bitte einfach darum, darüber hinwegzuhören. Das war's auch schon. So, hi Fabi. Da wären wir. Grüß dich, Tom. Ja, erstmal natürlich vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst. Gerne. Und mir bei der Sache aushilfst. Ich glaube, ich wäre ohne dich wahrscheinlich sehr aufgeschmissen oder würde nicht sonderlich weit kommen. Ja, wie lange machst du das jetzt eigentlich schon? Ich mache das jetzt seit 2015. Ich saß abends auf dem Sofa, gucke so mit dem iPad durch. Was gibt so alles auf dem E-Gitarrenmarkt? Und dann stoße ich auf einen Gitarrenbausatz. Und meine Frau saß neben mir und hat gesagt, Mensch, du bastelst doch gern mit Holz rum, wäre das nicht was? Und dann habe ich mir den bestellt, habe das halt zusammengebaut, Anfang noch viele Fehler gemacht. Dann ging es los, wo ich gedacht habe, jetzt musst du noch ein bisschen schauen, wie funktioniert das, Hals einstellen, diese ganzen Sachen, die halt auch den Klang mit ausmachen, die Bespielbarkeit mit ausmachen. Und mittlerweile sind es jetzt 10 Gitarren, die ich gebaut habe. Ja, da bin ich mal sehr gespannt, was du zu dem guten Stück hier sagst. Eine 2020er Les Paul von Epiphone. Ui, Schätzchen. Schön mattiert. Obwohl sie recht neu ist, habe ich auch schon einige Stunden auf ihr gespielt. Das konnte ich mir dann doch nicht nehmen lassen. Ja, klar. Was ich halt auch so geil finde, ist, dass der Griff halt auch dieses Matte hat. Das macht super angenehm zu spielen, dieses Seidige. Oh ja, die ist offen schön. Weil wenn sie so dick lackiert sind und du schwitzt, dann ist es immer wie so eine Bremse. Genau. Was ich mal als erstes mache, wenn eine Gitarre kommt, was Wichtigste ist, wie schaut der Hals aus? Also man kann beispielsweise, wenn man kein Lineal da hat, im 12. Bund und im 1. Bund greifen und dann, wenn man hört, da ist noch ein bisschen Luft drin, dann ist der Hals relativ gerade. Dann natürlich Sichtprüfung,
gut aus. Und dann kommt immer die Stunde der Wahrheit, das Lineal. Ja, ein bisschen ist er gebeugt, aber den kriegen wir in die Streckung. Und dann das andere ist immer dieses Kärtchen, das kann man genau die Seitenlage messen, wie hoch die Seiten liegen. 2,5 mm im 12. Bund. Da kann man schon ganz schön was durchwerfen. Genau, es sind ja so 3 Sachen, die wir machen. Ne? Halsarbeit, meintest du, macht am meisten Sinn am Schluss. Genau. Pickups tauschen. Genau. Das wird wahrscheinlich auch der meiste Aufwand sein. Das stimmt. Und die Kappen, das ist das Einfachste. Dann würde ich natürlich gerne so viel es geht selber machen. Ne? Ja. Ist natürlich die Frage, klar, ich habe nicht so viel Erfahrung wie du. Vertraust du mir denn zu, was ich machen kann, ohne dass ich das Gerät ruiniere? Also viele Leute würden jetzt rangehen und einfach mit dem Schraubenzieher das Ding anheben. Braucht man nicht. Und zum einen macht man Kratzer in Lack. Zum anderen, falls man die Bodyknöpfe nochmal benutzen will, zerstört man sie. Da gibt es einen wunderbar einfachen Trick. Man nehme einen Lappen von der Seite hin. Das siehst du, jetzt haben wir die Hälfte des Knopfes unterlegt und dann ziehe ich einfach hoch. Bitte schön. Sehr gut. Jetzt mal einfach hier mit dem Lappen dann. Drunter, das kann man so gut runterwursteln. Dann kann man es einfach hochziehen. Ah, das ist jetzt sehr... Okay, den finde ich wieder. Sehr gut. So. Was wir jetzt machen, bevor wir die wechseln, wir wollen ja auch die Washerplate wollen wir auch noch wechseln. Wir drehen sie mal kurz um. Bin ich mal gespannt, was sich darunter verbirgt. Oh, sieht aber relativ ordentlich aus. Ich halte die Gitarre und ich kann ja auch hinten den Schalter halten, dass es sich nicht dreht. Und jetzt geht es ja schon auf. Geht nach vorne. Die sind meistens drauf gepresst, Ja. wenn sie lackiert wurden. Aber geklebt werden die in der Regel nicht. Nee, dass man sie austauschen kann. Die ist geklebt. Super. Ja, klasse, wenn die so eingeschweißt sind, die Teile. Möglichst viel Verpackung für wenig Inhalt, ne? Absolut. So, wie drehe ich den denn eigentlich am schlausten? Rhythm ist oben. So. Da ist jetzt noch ein bisschen Restkleber da, das hält er wahrscheinlich. Und jetzt können wir hinten mehr dazu machen. Das ist auch eine nette Anekdote. Ein Kollege von mir hat gesagt, wird sich auch gerne eine E-Gitarre kaufen. Und dann habe ich ihm mal einmal eine Telecaster und einmal eine Strat geliehen und eine Les Paul. Und dann hat er gesagt, die Tele wird's. Und dann hat er sich eine bestellt. Und dann hat er gesagt, ich habe so einen ganz tiefen Kratzer auf dem Pickguard drauf. Kannst du mal nachgucken, so, bringen sie morgen mit. Und da war einfach die Schutzfolie noch nicht abgezogen, da war ein Kratzer drin. Da war ganz plötzlich das Ding abgeknibbelt habe. Das ist schon direkt eine andere Gitarre. Ja, das nächste, was wir jetzt machen, zum einen die Seiten runter. Also du sagst nicht einfach wild durchschneiden, sondern lieber abkurbeln. Ich sage einfach immer, der Hals ist empfindlich. So wie hier jetzt am Rumlottern ist es ideal. Dann haben wir das. Rahmen runter machen. Die sind verbunden mit den, Genau, aber mit den nur Humbuckern, ne? die Nur äußeren. Die mittleren sind praktisch die Stellschrauben für den Pickup, um Die Höhe. den Abstand zur Zu den Seite. Seiten, ja. Genau. Was wir machen werden, ist den Neck Pickup andersrum einbauen. Das hat der Tool-Gitarrist, der ist befreundet mit Kirk Hammett von Metallica. Klar. Und der macht das ja auch ganz gerne mit seinen Gitarren. Und die haben sich da wohl mal ausgetauscht und seitdem macht das Adam Jones auch mit seinen. So, bevor wir jetzt irgendwas weiteres machen, was jetzt natürlich lose ist, Stoptail und die Brücke. Die rausnehmen, weil ist mir nämlich schon passiert, ich habe da nicht drauf gepasst und dann ist sie runtergerutscht und habe ich Kratzer im Lack gehabt. Wir haben schön viel Kabel. Das ist doch wunderbar. Und wir haben nochmal schön viel Kabel. Ich nehme dann einfach immer so einen flauschigen Lappen, es geht auch Mikrofaserlappen, und klebe dann einfach nur ganz leicht, dass es wirklich nur fixiert ist, weil man sieht, hier stehen jetzt natürlich wunderbar die Schrauben raus. Und wenn ich so drauf gehe, Ja. und das wollen wir natürlich verhindern.
Der auf diesen Slim Taper Hals, ne? Mhm. Ist halt angelehnt irgendwie an die Gibson Classic Reihe. Ja, genau. So. Jetzt kommt die kleine Operation. Okay, ganz wichtig. Wir machen ein Foto davon. So, jetzt wird eine Runde gelötet. Okay, kann man. So ein Blödsinn. Haben sie da noch Kruppstahl mit reingemischt? Anscheinend. Punkt 1 haben wir erledigt. Von 200. Checken, ob es geklappt hat. Das sind immer die Momente, das habe ich einmal gemacht, mich so gnadenlos verlötet, dass ich dann wirklich die Gitarre erstmal in die Ecke gestellt habe für mehrere Wochen. Und dann bin ich irgendwann mal hingegangen und sage, alles raus. Dann habe ich mir dann so nette Kabel gekauft. Diese schauen so aus wie die früher. Das hat mal diese alten, das war so eine Gewebeisolierung. Und damit habe ich dann die ganzen Pickups neu und die Potis neu verkabelt und hat dann funktioniert. Und Okay. eben auch, und da bin ich auf diese Seite gestoßen, wo die ganzen Wiring-Diagramme drin sind, was immense Hilfe ist, bevor ich immer Try and Error mache. Ne? Na ja, klar. Gut. Herr Gibson. Jetzt sind ein paar weniger Kabel. So, jetzt haben wir einen Weg gefunden, wie heißt das schön, bei Operationen wird es heißen, minimalinvasiv arbeiten. Weil da haben wir jetzt auch wieder so eine Gewebe-Isolierung drumherum. Man sieht, es fuselt so ein bisschen auf. Nein, das ist wirklich Stoff. Das ist Baumwolle. Tief einatmen. Wie willst du es haben? Vorne kurz, hinten lang? Ich bin eher so der Topfschnittfreund. Kenn ich. Yes. Jetzt ist der Teil, wo der Besitzer dieser Gitarre auch wieder was machen kann. Das wäre dann für dich, ne? Was ich jetzt mache, ich gehe schnell gucken, wie rum die Pickups bei meiner eingebaut sind, damit ich weiß, wie ich den Fallschirm einbaue. Ja, was wir jetzt machen, sind die Rahmen? darf ich dir assistieren? Gerne. Also wir fangen an mit den mittleren. Okay. Ja. Dass wir die von oben durch und dann kommt die Feder mit dazu. Ihr könnt jetzt gemeinsam sagen, geht's? Es rennt. Das ist auch noch super, dass ich wegen meinem exorbitanten Kaffeekonsum, den ich habe, dass ich immer zitter. Tada. Gut. Und sollte schon das Loch treffen. Das ist auch so eine Lebensweisheit. Und jetzt können wir was Einfaches machen. Das kannst auch du machen. Gut, jetzt kommt noch, bevor wir richtig loslegen, Lemon Oil, das Beste. Und das wirklich satt einstreichen. Ja, dann kriege ich auch das Brett direkt eine ganz andere Farbe. Ne? Ja. Und das kann man jetzt schön einziehen lassen. Und dann geht's an den Hals. genau, primär an den Hals. Und zum einen einstellen und zum anderen dann Seiten aufziehen.
Da ist noch irgendwo ein Wurm drauf. Siehst du, gut, dass wir es gecheckt haben. Gut, dass wir alles offen gelassen haben. So, für euch war das nur ein Schnitt, aber in Wirklichkeit sind ein paar Monate vergangen. Wenn man halt so ein paar Zeitpläne hat, die irgendwie nicht übereinstimmen, dann... Wir hatten ja das letzte Mal ein paar Probleme mit den Lötgeschichten und mit der Erdung, aber Tom hat das in der Zwischenzeit Brummfrei hingekriegt. bruchfrei gelöst. Perfekt. Was jetzt eigentlich noch ansteht, ist der Spiegel. Genau. Was ist die Idee? Also wir wollen einen dieser Spiegel dort natürlich Wollen wir hier an den Kopf bringen. hinkriegen. Dadurch, dass wir hier diese Unterlegscheiben haben, sitzt das Teil nicht plan drauf. Da müsste man ein Zwischenstück irgendwie dazwischen fummeln. Und wenn ich das hier festklebe, komme ich halt nicht mehr an die Muttern ran. Deswegen habe ich mir überlegt, die mitgelieferten Teile, das ist so ein bisschen beweglich, das sind im Prinzip 2 Teile, die man so zusammenpinnen kann. Und da es so ein Kugelkopf ist, kann man dann das Ganze hindrehen, wie man es braucht. Die Spiegel sind ja eigentlich für Autos gedacht, für die Seitenspiegel, damit man dann einen weiteren Winkel hat. Genau, Deswegen dass man so sind die mit dabei gewesen. Diesen toter Winkel. Genau, toten Winkel nicht, dass man den dann Überblick hat. Da ist Gott sei Dank schon ein Doppelklebeband innen drauf, auch ein relativ gutes. So. Rückspiegel ist dran, Blinker funktionieren auch. In diesem Sinne, viel Spaß damit. Vielen, vielen Dank. Definitiv. Ohne deine Hilfe hätte ich das niemals geschafft. Ja, damit werde ich definitiv meinen Spaß haben. So, Wenn was ist, einfach nochmal vorbeikommen. Also auch mal Setup, weil jetzt arbeitet sie halt noch ein bisschen, neue Seiten und so weiter und so fort. ja, super. Ja. Vielen Dank. Gerne. Und jetzt wollen wir natürlich noch wissen, wie sie klingt. Also auf geht's zum kleinen Vorspiel. Rock'n'Roll.
Also ich weiß ja nicht, was ihr denkt, aber ich habe das Gefühl, es kommt schon sehr, sehr, sehr nah an Adam Jones Sound ran. Übrigens, eigentlich habt ihr das Baby schon das ganze Video lang gehört, denn die Hintergrundmusik, die ihr gehört habt, da habe ich mit dieser Gitarre und ein bisschen Bass unter anderem eingespielt. Also, ja, vielen, vielen herzlichen Dank natürlich nochmal an Tom. Und auch an euch fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen hoch da. Wenn ihr noch mehr Videos sehen wollt, lasst ein Abo da. Wenn ihr auch irgendwelche Ideen, Einflüsse, Inspirationen habt, schreibt's in die Kommentare. Und ansonsten, ihr wisst, wie es läuft. Haut rein!